Hallo, ich begrüße euch. Vielleicht erinnert euch noch an das 6. Video, da habe ich die Hyperlink-Funktion erklärt. Da will ich jetzt auch drauf aufbauen. Das 7. Video zu dieser Playlist, Fachvokabulare kuratieren, da geht es um die S-Verweis-Funktion. Die brauche ich im Zusammenhang mit den Zellen, die verglichen werden sollen, um hinterher automatisch das Vokabular rauszusuchen, was schon bekannt sein sollte, weil ich ja schon ein bestimmtes Sprachniveau nachgewiesen habe. Wir schauen uns das einfach mal an. Da gibt es ja die Fallbeispiele aus den vorangegangenen Videos. Ich habe hier die Liste, die aus dem Fachbuch des Herd Verlages abgeleitet wurde, Datenschutz und Sicherheit. Da sehen wir hier, da gibt es das Wort ab und Abitur vielleicht. Ja, und ich will hier einfach mal zeigen, wenn ich jetzt hier das Wort ab ersetze durch ein anderes, Abitur zum Beispiel, dann sieht man, das kennt er auch, ne? Ist verglichen mit der Referenzwortschatzliste. Wenn ich hier statt Abitur, Abiturfeier hinschreibe, Feier schreibe ich einfach dahinter, dann ist das nicht in der Referenzwortschatzliste enthalten. Das heißt, es wird hier in der Spalte, wo oben drüber Referenz steht, da wird verglichen, ist das wahr, dass es in der Liste steht, in der Referenzwortschatzliste, oder ist das falsch? Ab steht drin, aber und abgeschlossen steht auch drin, aber die gelb hinterlegten, wo falsch steht in dieser Spalte, die stehen da nicht drin. Und dazu setze ich den S-Verweis ein. Und das ist jetzt, nachdem ihr ja wisst, was es werden soll, das ist also jetzt da, wo jetzt fortgesetzt wird an der Tabelle von eben. Ich brauche natürlich hier einen Referenzwortschatz. Ja, dann kann ich ja einfach mal kopieren, hier auf dem Spaltenkopf A, da steht der Referenzwortschatz zum Goethe B1-Zertifikat drin. Drücke die rechte Maustaste, wähle Kopieren. Jetzt schließe ich das hier, brauche ich ja nicht mehr, nicht speichern. Und das brauche ich aber noch in der Zwischenablage. Da gibt es hier die leere Tabelle 1 und da füge ich den Referenzwortschatz einfach mal ein über Einfügen. Da haben wir ihn, kann die Spaltenbreite noch ein bisschen erhöhen. So, und da stehen jetzt die Worte drin, ab, abbiegen, Abbildung. Abitur müsste dann auch irgendwo stehen. Da ist es. Ne? Abitur steht da drin, aber nicht Abiturfeier. So, das ist jetzt der Referenzwortschatz. Der heißt jetzt nur Tabelle 1, aber wie ich das nenne, das ist mir überlassen. Ich kann das Referenzwortschatz nennen, ich kann das aber auch nennen bekannte Vokabeln. Bekannte Vokabeln. So, der Name ist jetzt vergeben. Da kann ich das dann auch entsprechend einsetzen. So, hier bin ich und da ist jetzt die Spalte B, da steht jetzt noch ein X drüber, da habe ich ja vorhin gesagt, da kann ich manuell Anmerkungen reinschreiben, ich kann aber auch die Anmerkungen berechnen lassen. Ist das Wort, was in der Spalte A steht, schon im Referenzwortschatz, der hier bekannte Vokabeln heißt, enthalten oder ist es nicht enthalten? Wenn da hinterher ein wahr steht, dann ist es enthalten. Wenn da falsch steht, ist es nicht enthalten. Ich schreibe jetzt einfach mal da oben statt dem X bekannt hin. Und darunter erkläre ich jetzt Schritt für Schritt den Ausdruck, der da eben verwendet wurde. Um zu vergleichen, ob ein Text, der hier steht in der Spalte A, mit einem anderen Text, der bei den bekannten Vokabeln steht, ob das übereinstimmt, dafür gibt es die sogenannten Verweisfunktionen bei Excel. S-Verweis, V-Verweis, X-Verweis, weil der am weitesten verbreitet ist und hier auch ausreicht, nehme ich hier den S-Verweis. Wenn ich schon weiß, wie diese Funktion geschrieben wird, die fängt also mit einem SV an, dann brauche ich gar nicht lange suchen. Ich habe die beiden Buchstaben eingegeben und die Funktionen, die mit SV anfangen, stehen da schon. Und da steht rechts davon, durchsucht die erste Spalte einer Matrix und durchläuft die Zeile nach rechts, um den Wert einer Zelle zurückzugeben. Schön,
Ja, ich weiß, dass es das ist, aber euch ist das mit Sicherheit noch nicht immer klar. Damit das ein bisschen einfacher wird, klicke ich doppelt hier drauf und dann ist das übernommen. Und jetzt kann ich hier unten auch nochmal draufklicken, dann sehe ich auch eine Hilfe. Ja, dazu kann man sich also anschauen, S-Verweisfunktion. Ich brauche aber nicht die Hilfe, ich brauche eine direkte Hilfe. Welche Argumente werden denn da eingehen? Und da nehme ich jetzt das fx hier oben und da sehe ich, S-Verweis, diese Funktion braucht 4 Argumente. Das Suchkriterium, die Matrix, wo die Daten zu vergleichen sind, ein Spaltenindex und noch eine Angabe über einen Wahrheitswert. Das ist optional, aber in unserem Fall muss das sein. So, fangen wir an mit dem Suchkriterium. Ich suche immer das Wort, was davor steht. Da ist es. Und suchen tue ich in der Matrix, die auf dem Blatt bekannte Vokabeln steht und da immer in der Spalte A. Hier muss ich, weil die ganze Spalte A gewählt ist, brauche ich auch nicht auf absolute und relative Zelladressen zu achten. Das könnte man hier machen, muss man aber nicht. Und es gibt nur eine Spalte, wo ich vergleiche, das ist die erste. Und dann schreibe ich hier unten noch bei Bereichverweis rein falsch, weil falsch ist, wenn das nicht genau übereinstimmt. Bei Zahlen ist das manchmal gut, wenn das Wort falsch da nicht steht, sondern da steht wahr oder gar nichts. Aber hier muss falsch stehen, das heißt, alles, was nicht genau übereinstimmt, ist falsch. Abi ist eben was anderes als Abitur. Falsch. Ne? Also ich klicke jetzt mal auf OK und dann steht hier ab. Ne? Das ist also, das Wort hat er gefunden. Weil er es gefunden hat, wird es auch zurückgegeben. Jetzt gehe ich mal aufs Ausfüllkästchen und gehe mal so ein paar Zellen nach unten und da sehen wir, wenn da das Wort steht, Abbildung aber abgestimmt, dann gibt es das in der Liste mit den bekannten Vokabeln, die hier steht. Und wo Raute NV steht, das ist eine Fehlermeldung, weil es das Wort nicht gibt. Raute NV, man könnte sagen nicht verfügbar oder no value im Englischen. Also das ist eine Fehlermeldung, weil eben keine Übereinstimmung gefunden wird. Genau das brauche ich. Ich brauche einen Hinweis, dass das falsch ist, das brauche ich, weil oben drüber steht ja bekannt. Bekannt, falsch heißt, ich muss es lernen. Ich muss abbilden lernen, ich muss Abfälle lernen und abfragen oder abgestimmt. Abgestimmte muss ich lernen, aber abgestimmt kenne ich schon. Das heißt, wenn ich sage, oh, das weißt du ja, dass das ähnlichen Sinn macht, dann brauche ich da also nicht unbedingt zu lernen. So, jetzt wollen wir also diese S-Verweisfunktion so weit verfeinern, dass ich nur noch einen Hinweis bekomme, ist das wahr oder ist das falsch? So, da gibt es jetzt die Möglichkeit, ich brauche ja jetzt nicht das Ab oder das Abbildung oder Aber, das brauche ich ja nicht als Wort. Ich brauche nur eben eine Aussage, wahr oder falsch. Und da gibt es eine zusätzliche Funktion, die man verwendet. Und das, was hier als S-Verweis steht, das ist das Argument zu dieser Funktion. Und diese Funktion lautet ist Fehler. Ich habe ist geschrieben, Fehler wähle ich hier aus. Und ihr seht, jetzt steht da schon ist Fehler, Klammer auf, vor dem S-Verweis. Das, was also zu prüfen ist, ist der komplette S-Verweis und da haben wir in der Schule gelernt, Anzahl der offenen Klammern gleich Anzahl der geschlossenen Klammern. Da muss ich also am Ende noch eine Klammer zumachen. Und dann drücke ich die Enter-Taste. Ab bei bekannt steht falsch und da, wo NV steht, machen wir mal nur bis hierhin, da steht wahr. Das heißt, ich habe jetzt schon eine Prüfung, aber genau verkehrt rum. Ich brauche die Negation. Ist das ein Fehler? Wenn das ein Fehler ist, dann ist das, dass es bekannt ist, falsch. Das heißt, wenn ich die Negation haben will, gibt es auch wieder eine Funktion, die ich hier nehmen kann, um das, was hier schon steht, als Argument zu verwenden. Da gehe ich also zwischen das Gleichheitszeichen und das ist und schreibe das Wort nicht davor. Nicht steht hier, nachdem ich nicht geschrieben habe in der Liste, wenn ich da doppelt draufklicke, steht da nicht, Klammer auf.
Und jetzt wieder, wie in der Schule gelernt, offene Klammer gleich geschlossene. Das heißt, die geschlossene muss ich nur selber dahinter schreiben. Und mache die Klammer zu. Und dann steht da oben war. Und wenn ich das jetzt nach unten ausfülle, dann sehen wir, hier steht war, weil es bekannt ist. Entsprechend müsste, wenn ich dann hier bei abgestimmt und Abhängigkeit hingehe, müsste da gleich falsch stehen. Und das ist auch der Fall. Wir sehen, jetzt habe ich genau die Funktion, die mir als Wahrheitswert liefert, wahr, wenn es bekannt ist und falsch, wenn es unbekannt ist. Und das brauche ich natürlich jetzt für die ganze Spalte. Und da kennen wir natürlich diese tolle Möglichkeit, hier mit dem Doppelklick aufs Ausfüllkästchen bis unten hin auszufüllen. Und dann gehen wir mal nach unten und da sehen wir, das Wort zwischen und zweiten ist bekannt. Aber Zuwendung, Zuverlässigkeit, das, was also hier steht, Zuständigkeiten, das ist unbekannt. Na, das ist nämlich dann falsch. Ne? Bekannt ist ja oben die Überschrift. So, das wäre es, was ich also hier zeigen möchte. Der S-Verweis, das ist eine Funktion, damit man prüfen kann, ob etwas in der Liste steht, die auf einem anderen Blatt steht. In diesem Fall dem Blatt mit bekannten Vokabeln. Wenn das da steht, dann liefert diese Kombination des S-Verweis mit nicht ist Fehler den Hinweis, ob es also falsch ist, das heißt gelernt werden muss. Und das haben wir hier oben gesehen. Man kann hier, wenn man so eine Funktion hat, das ist jetzt auch nochmal ein Hinweis, hier in die Funktion reinklicken und wählt dann hier das fx aus. Und dann kann man den Teil, der da betrachtet wird, nochmal anschauen. Wir haben hier den S-Verweis und da stehen die Dinge so drin, wie ich sie vorhin eingegeben habe. Ich gehe jetzt mal auf Abbrechen. Wenn ich das jetzt nochmal nachvollziehen will mit dem Ist-Fehler, klicke ich hier mitten rein in das Wort Ist-Fehler, gehe auf das fx und da sieht man, hier wird der S-Verweis geprüft, ob es da einen Fehler gibt. Und dann gehe ich hier auch auf Abbrechen und hier kann ich dann hingehen und gehe dann auch auf das fx und dann sehe ich hier den Wahrheitswert bezüglich des Ausdrucks, der hier in dem weißen Feld steht. Und so kommt dann hinterher raus, dass das Wort ab ist bekannt, aber wenn ich hier Abi hinschreibe, dann ist das nicht bekannt, weil volkstümlich. Wenn ich Abitur hinschreibe, Groß- oder Kleinschreibung macht da kein Abitur, steht da, dann ist es natürlich falsch, ne? Aber wenn ich Abitur richtig schreibe, ist genauso falsch, weil es noch nicht in der Wortliste drin ist. Und wenn ich das aber dann aufnehme, hier bei der bekannten Liste, da kann ich ja hier mal hier oben noch Abitur hinschreiben, Abitur, ne, da ist ja noch eine freie Zelle. Und dann müsste hier in der Auditierenliste, da steht dann auch wahr, weil es ja jetzt in der Liste der bekannten Vokabeln drin steht, enthalten ist. So, das war's. Gucken wir noch mal an beim S-Verweis. Zelladressierungen in Formeln mit der S-Verweis-Funktion verstehen. Ihr habt gesehen, 4 Argumente brauche ich. Eine Zelle, die zu vergleichen ist, das ist also die Spalte A aus meiner zu auditierenden Vokabelliste. Ich brauche eben den Bereich, wo steht, ob es in der bekannten Liste drin ist. Und dann brauche ich noch einen Hinweis, welche Spalte das ist. Da es hier nur eine gibt, reicht die 1 aus. Was anderes kann ich auch gar nicht einsetzen. Und dann war das 4. Argument die genaue Übereinstimmung. Wenn ihr das jetzt nicht innerhalb dieser 10 bis 15 Minuten vom Video verstanden habt, dann ist das normal. Ich weiß aus meinen Kursen, dass bis das der Groschen endgültig gefallen ist beim S-Verweis, da hat das dann auch zum Teil ein paar Stunden gedauert und noch mehrere Fallbeispiele waren nötig. Deshalb nicht frustriert sein, einfach mal ausprobieren. Das Beispiel könnt ihr euch ja auch runterladen, wenn ihr bei der Arbeitsgruppe mitmacht, die hier in der Moodle Cloud sich regelmäßig versammelt. Da könnt ihr also auch den kompletten Quelltext zu den Makros runterladen, habe ich ja schon gesagt. So, das wär's zum S-Verweis. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch dann bei den nächsten Videos dieser Playlist wiedersehe, um zu zeigen, wie man dann diese Zeile einfärbt, wenn die Vokabel
eben noch nicht bekannt ist, also wenn die Spalte bekannt den Eintrag falsch aufweist. Das war's. Tschüss.